I would like to say I have really enjoyed this conference. Ich muss zugeben, ich habe diese Konferenz sehr genossen. I'm very grateful to Paul Matthias and the other organizers. Und the other organizers. Oh, ja. Yeah. ich bin dankbar für Matthias und ja, für Paul und Matthias und die anderen, die das organisiert haben. This is a very well organized conference. Das ist eine sehr gut organisierte Konferenz. I've been to many conferences. Yeah, please. I've been to many conferences around the world in about 6 different continents. Ich bin bei vielen verschiedenen Konferenzen gewesen, über 6 Kontinenten in etwa. This is one of the very best. Und das ist eine der besten. There's only one place in the world that was better than this. Und da gibt es nur einen Ort auf dieser Erde, der besser ist als der hier. And probably you can guess which country it is. Und ihr könnt wohl schon euch denken, welches Land das ist. It is Switzerland. Und das ist die Schweiz. That was the best conference. Yeah. Das war die beste Konferenz. But now I want to encourage you with the wonders of creation. Und nun wollte ich euch ermutigen mit den Wundern der Schöpfung. And I want to give you the case study of the nervous system. Und ich möchte jetzt das Fallbeispiel des Nervensystems betrachten. I've written about this in my book Wonders of Creation. Und ich habe das auch in diesem Buch geschrieben, die Wunder der Schöpfung. This book covers many aspects of creation. Und dieses Buch behandelt viele Aspekte der Schöpfung. But one of them is the nervous system. Aber eins davon ist das Nervensystem. People are asking how to get my books. Und wenn Menschen fragen, wie sie meine Bücher bekommen können, so there are 2 web addresses given on this slide. Und da sind 2 Internetadressen, die jetzt da gezeigt sind. The inspiration for the title of the book comes from the book of Job. Und das Zitat kommt aus dem Buch Hiob. Where he talks about God has done wonders without number. Wo auch Hiob sagt, Gott hat Wunder ohne Zahl gemacht. So I'm going to talk about the nervous system. Also möchte ich über das Wunder des Nervensystems sprechen. My interest in this is my work on spacecraft design. Und der Grund, warum ich damit mich beschäftigt habe, ist das Design von einem Raumschiff, einem Satelliten. And I wanted to compare the wiring system in a spacecraft to the wiring system in the human body. Und ich möchte die Verkabelung in einem Raumschiff mit der Verkabelung des Nervensystems im menschlichen Körper vergleichen. I wanted to compare the best of man-made design with God's design. Und ich möchte das Beste, was ein Menschendesign hervorbringen kann, mit dem Design Gottes vergleichen. This is one of the spacecraft I helped to do the wiring. Und auf der linken Seite seht ihr den Satelliten, für den ich die Verkabelung machen sollte. I had to do about 30 kilometers of wiring on this spacecraft. Und ich musste für diesen Satelliten etwa 30 Kilometer Verkabelungen legen. This picture shows some of the wiring I had to do. Und das andere Bild zeigt auch einen Teil der Verkabelung. I had to get the wires from the solar panels back to the spacecraft. Und ich musste die Verkabelung von der Solarbatterie runter zur Sonde, zu der Satelliten bringen. And this is of interest to a creationist. Und das ist besonders interessant für einen Kreationisten. Because the wiring systems integrate the whole spacecraft. Weil die Verkabelung das gesamte Raumschiff umfasst. A wiring system cannot appear by chance. Und so eine Verkabelung kann nicht zufällig entstehen. I had to put my wiring system through the structures of the spacecraft. Denn ich muss meine Verkabelung durch die Struktur des Satelliten führen. That integration has to be planned. Und diese Integration, die muss man planen. Every other designer on the spacecraft knew who I was. Und jeder andere Designer, der da beteiligt war, der wusste, wer ich bin. Because I had to ask them if my wires could go through their parts. Weil ich sie fragen musste, ob meine Kabel da auch durch ihre Teile hindurchgeführt werden können.
And the wires have to go across moving parts as well. Und die Kabel mussten auch durch bewegliche Teile geführt werden. And the wires have to reach every part of the spacecraft. Und diese Kabel mussten jeden Punkt in diesem Satelliten erreichen. So the Eingeführt werden. wiring system must be planned. Und so muss auch diese Verkabelung sehr genau geplant werden. And I believe the same is true of the human body. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für den menschlichen Körper. Because in the human body, the wiring reaches every single part of your body. Weil im menschlichen Körper ist die Nervenverkabelung erreicht jeden Punkt im Körper. And the nervous system integrates every part of your body. Und das Nervensystem umfasst jeden Teil eures Körpers. So the nervous system must be planned and designed. Und so muss auch das Nervensystem geplant und designt werden. It cannot be evolved by chance. Es kann nicht von alleine sich entwickeln. So in my diagrams, I will show you that the muscle instructions going down into the body and the sensor instructions going up. Und in meiner Präsentation werde ich zeigen, dass die Informationen zu den Muskeln, die in Bewegung setzen, eben mit roter Farbe markiert sind, und die blauen, das sind die Sensorikströme, die zurück zum Gehirn führen. So I will keep this color scheme on my slides. Und ich werde diese Farbmischung auf meinen Bildern beibehalten. So how do you hold a grain of sand? Wie hältst du ein Sandkorn in der Hand? Humans are capable of a very gentle touch. Menschen können sehr zart etwas anfassen. So what happens is you have what's called a motor cortex in your brain. In unserem Gehirn haben wir, was wir einen motorischen Kortex oder das Bewegungszentrum haben. The part of the brain that controls the muscles. Das ist der Teil im Gehirn, der die Muskulatur kontrolliert. And the instruction goes down the nerve path. Und der Befehl geht jetzt über den Nervstrang. And if you want a gentle force, Und wenn du nur zart etwas anrühren möchtest, it just activates one tiny muscle bundle. dann spricht es nur einen kleinen Teil der Muskelbündel an. But if you want a big force, it activates many muscle bundles. Aber wenn ein starker Griff erforderlich ist, dann wird ein großes Bündel aktiviert. So this is an example of a signal going down into your body. Und das ist ein Beispiel, wie das Signal in dem Körper bis zum Ziel, bis zum Muskel geht. But how do you sense an insect on your hand? Aber wie erkennen wir, wenn ein Insekt auf der Haut ist? This is an incredible ability of the human body. Und das ist eine besondere Fähigkeit des menschlichen Körpers. The human body has 6 million sensors on its skin. Der menschliche Körper hat 6 Millionen Sensoren auf der Haut. This shows a tiny section of skin. Und das zeigt einen sehr kleinen Teil der Haut. And you can see one hair. You can see a hair just here. Und ihr könnt da ein Haar sehen, wie das in die Haut reingeht. Notice at the bottom of the hair you see these nerves. Unten am Fuße des Haars seht ihr dieses Bündel von Nerven. So when this mosquito touches these hairs, So, wenn diese Mücke die Haare berührt, this hair deflects dann wird das Haar ausgelenkt and it amplifies the signal and it's detected by the nerves. und das verstärkt das Signal und das wird durch den Nerven empfangen. And the signal Aufgenommen. goes all the way through your body up to the sensory cortex. Und dieses Signal geht durch den ganzen Körper bis zu dem Sensorkortex im Gehirn, also dem Zentrum. And your brain understands which part of your body the signal is coming from. Und das Gehirn versteht auch, aus welchem Teil des Körpers dieses Signal kommt. Every second, your brain receives millions of signals. Und jede Sekunde empfängt unser Gehirn Millionen von Signalen. But it is able to understand the ones that are important.
aber es muss auch verstehen, was wichtig ist. So now I will tell you 10 amazing features of the nervous system. Und jetzt wollte ich euch 10 besondere Fähigkeiten des Nervensystems zeigen. First of all, it is integrated with the vertebral column. Erstens, es ist integriert in unserem Rückenmark. So the vertebral column has this hole and the spinal cord goes down through the bones. Und dieser Rückenmark geht durch das Rückengrad gerade hindurch. This is what an engineer does. He integrates the wires with the structure. Und das ist auch das, was ein Ingenieur macht. Er integriert die Kabelbündel in der Struktur. And we see 31 pairs of spinal nerves. Und wir sehen da 31 Paare von Rückengrat Nerven, die davon abgehen. So secondly, all of the neural pathways have to funnel into the spinal cord. Und so müssen alle Nerven wie durch einen Trichter in diesen Rückenmark hineingeführt werden. On a spacecraft, I had to get hundreds of wires into a cable bundle. Und genauso auch am Satelliten musste ich hunderte von Kabel in ein Bündel hineinführen. But God is able to get hundreds of thousands of wires all funneled into the spinal cord. Aber Gott hat Tausende, Zehntausende von verschiedenen Drähten sozusagen, Kabel da hineingeführt. It's an amazing design. Und das ist ein erstaunliches Design. Notice how the motor cortex wires are kept separate from the sensor wires. Und seht mal, wie die sensorischen Nerven getrennt von den motorischen Nerven sind. So this is now showing more of the spinal cord. Und das zeigt jetzt etwas mehr von unserem Rückenmark. And this is showing one spinal nerve. Und das zeigt einen von diesen Rückenmarknerven, die rausgehen. Remember, I said there are 31 pairs of spinal nerve. Und denkt daran, ich sage, das sind 31 Paare davon. Notice how lots of individual bundles come together to one bigger bundle. Und seht mal, wie die verschiedenen Drähte sozusagen zusammengebündelt werden. It's just like my cable on a spacecraft. Und das ist so ähnlich wie das Kabel, was ich auf dem Satelliten verwendet habe. This can only happen by planning, Und das kann nur durch Planung geschehen. but it's a little bit more complicated than this. Aber es ist noch komplizierter als nur das. Because notice that there are two sets of bundles. Denn wir müssen bedenken, es sind 2 Arten von Bündel. On one side are the motor bundles, Auf der einen Seite haben wir die motorischen Bündel but on the other side are the sensor bundles. und auf der anderen Seite haben wir die Sensorbündel. So there's a lot of coordination happening. Und so ist da eine ganze Menge die Koordination notwendig. It looks just like an engineer had assembled this. Und das sieht so aus, als hätte ein Ingenieur das zusammengebaut. This shows a more realistic picture, Dieses Bild zeigt eine realistische Darstellung. showing the motor nerves and the sensor nerves. Und das zeigt die motorischen Nerven und die Sensornerven. Evolution cannot explain how these could come together by chance. Und die Evolutionisten können es auch nicht erklären, wie das durch Zufall passieren konnte. But after this point, things get even more wonderful. Aber nach diesem Punkt wird es noch wunderbarer. Because after this point, we have a mixing of all the nerves. Denn nach dem Punkt haben wir eine Vermischung der Nerven. Because amazingly, on this short distance of nerve, these sensor and motor nerves become mixed together. Denn erstaunlicherweise nach diesem kurzen Abschnitt gehen die Nerven weiter, aber es sind gemischte Arten von Nerven. So if you look at any nerve around your body, it's a mixture of motor and sensor nerves. Und wenn ihr irgendwo auf Nerven in eurem Körper
guckt, dann ist es eine Mischung von Sensorik und Motorik. So it's amazing how the nerves are kept separate and then they're deliberately mixed together. Und es ist erstaunlich, dass zunächst die Nerven getrennt gehalten werden, dann aber dann doch wieder gemischt werden. And the mixing takes place over just a few centimeters of nerve. Und diese Mischung findet statt auf einer Länge von gerade mal ein paar Zentimetern. That has to be planned very Und carefully. das muss sehr sorgfältig geplant worden sein. This shows a nerve bundle in your body. Dieses linke Bild zeigt einen Nerv im Körper, ein Bündel von Nerven. It's like a big cable made up of lots of little cables. Und das sieht aus wie ein Bündel von Kabeln, die aus dünnen Drähten zusammengesetzt sind. And it even has its own blood supply. Und es hat sogar die eigene Blutversorgung. Far more complicated than a spacecraft cable. Viel komplizierter als ein Raumschiffkabel. But then the nerves have to branch to reach every part of the body. Und dann müssen diese Zweige noch weiter verzweigt werden, damit ein jeder Teil im Körper erreicht wird. You have nerves in every square millimeter of your body. An einem jeden Quadratmillimeter unseres Körpers haben wir Nerven. You have nerves in every square millimeter of your skin. Wir haben Nerven in jedem Quadratmillimeter unserer Haut. So how do the nerves get from a big nerve to branch out to every part of your body? Und so wie verzweigen sich dann die Nerven von einem Bündel in jede Ecke unseres Körpers. It happens through the most amazing branching system. Und das geschieht durch eine besonders überragende Verzweigungsart. It's impossible for me to draw it, to do justice to it. Und es ist für mich unmöglich, das irgendwie bildlich darzustellen. But this is my poor attempt. Aber das ist mein schwacher Versuch, das zu machen. You see how through the branching, eventually it gets to the skin. Und ihr seht, wie durch die Verzweigung die Nerven schlussendlich auch in die Haut kommen. And notice these branches have both sensors and motor signals. Und gebt Acht, dass diese Zweige sowohl die motorischen als auch sensorischen Nerven darstellen. And as I explained before, at this point, everything is separated from motor and sensors. Und wie ich schon sagte, an dem Punkt ist alles wieder getrennt. Das heißt, die Sensorik und die Motorik. For these branches to reach every part of the body, the length of nerves must be vast. Und damit ein jeder Teil des Körpers erreicht wird durch diese Nerven, muss die Gesamtlänge der Nerven unerstaunlich groß sein. On a spacecraft, there is 30 kilometers of wiring. Auf dem Satelliten hatte ich etwa 30 Kilometer von Verkabelung. On a ship or a submarine, there might be 500 kilometers of wiring. An einem Schiff oder einem U-Boot sind es vielleicht 500 Kilometer. But do you know how much wiring there is in an adult human body? Aber wisst ihr, wie viel Verdrahtung in einem erwachsenen Körper ist? It's more than 500 kilometers. Es ist mehr als 500 Kilometer. It is 150,000 kilometers of wiring. Es sind 150.000 Kilometer Nervenverdrahtung im Körper. It's impossible to comprehend. Und das ist unvorstellbar. But it means that these wires can reach every single part of the body. Aber das heißt, dass diese Verdrahtung jeden Punkt im Körper erreichen. So this is called the peripheral nervous system, Und das ist das, as opposed to the central nervous system. Oh, yeah. It's the peripheral nervous system. das ist das periphere Nervensystem im Unterschied zu dem zentralen Nervensystem. But then there's another special feature to the nerves. Aber dann gibt es noch eine besondere Eigenart der Nerven. Notice each nerve that comes out of the spinal cord starts to connect with others. Denn jeder Nerv, der zu dem Hauptstamm der Nerven des Nervensystems geht und dort mit dem Nervensystem verbunden ist, mit dem
So the Rückenmark. nerves are not separate but connected together in a network. Aber die Nerven, die sind nicht alleinstehend sozusagen, sondern die sind verbunden untereinander. That makes it a redundant system. Und das macht daraus ein redundantes System, das heißt ein So if you injure one of your nerves fähiges. and it breaks, you can recover by using another pathway. Und so, wenn man sich verletzt und ein Strang verletzt wird, so kann das Nervensystem andere Stränge verwenden und das wieder herstellen. It's a very clever way of making the human body robust. Und das ist eine Art, den menschlichen Körper sehr robust zu gestalten. Engineers would love to do this, Und die Ingenieure mögen sowas machen, but it's too complicated to do. aber es ist zu kompliziert. And this can only happen through design and planning. Und das kann nur durch Planung und Design entstehen. We also see integration with bone structures. Und wir sehen allerdings auch die Integration von Nerven mit dem Knochen, mit der Knochenstruktur. So this is the sciatic nerve, the biggest nerve in the body, Und das ist der größte Nerv im Körper. and it goes right through the pelvis. Und das geht direkt durch den Beckenknochen. When I see this, I think I had to do that on a spacecraft to go through structures. Und als ich das gesehen hatte, dachte ich, ich muss das auch in dem Satelliten machen. Ich muss durch die Struktur hindurchführen, die Kabel. And this has to be carefully planned. Und das muss sehr sorgfältig geplant werden. That cannot happen just by chance. Und das kann nicht durch Zufall passieren. This shows how the nerves have to cross moving joints. Und das zeigt auch, wie die Nerven durch bewegliche Gelenke hindurchgehen müssen. I don't recommend you do this, Ich würde euch nicht empfehlen, sowas zu machen. but this illustrates how much the joint can move and the nerves can follow that joint. Aber das illustriert, wie weit die Gelenke gelenkig sind und die Nerven dem folgen müssen. On a spacecraft, we have to put the wires just in the right place to move across a joint. Am Satelliten mussten wir auch die Kabel hindurchführen durch bewegliche Gelenke. But your blood vessels and nerves are placed exactly right in order for your joints to move. Aber eure Blutgefäße und Nerven sind genau abgestimmt dahin gelegt, wo es richtig ist für die Bewegung der Gelenke. The location of these nerves and muscles must be exactly in the right place to allow movement of your arm. Und die Nerven, die Muskeln, das muss alles am richtigen Platz sein, damit die Gelenke beweglich bleiben. This is one of the most amazing aspects of your body. Und das ist eines der erstaunlichen Stellen in eurem Körper, des Aspekte im Körper. Every single muscle in your body is connected with nerves. Jedes Bündel der Muskeln ist mit den Nerven verbunden. You have 650 muscles in your body, Ihr habt 650 Muskeln im Körper. but each muscle has many muscle bundles. Aber jeder Muskel hat viele Muskelbündel. So this is just one muscle here, Und das ist nur ein Muskel, but notice it has many individual bundles. aber er hat viele unterschiedliche Bündel. And notice each bundle has a nerve connection. Und seht, dass jedes Bündel eine Verbindung zu den Nerven hat. So there's a nerve not just here, but on each one of these bundles. Und das ist nicht nur an diesem Bündel, das da dargestellt ist, sondern all diese Bündel, die da drin sind, sind durch Nerven verflochten oder mit den Nerven verflochten. But when I see this picture, there's something I don't understand. Und wenn ich dieses Bild betrachte, dann ist etwas, was ich nicht verstehe. How does God get hundreds of individual nerves inside this muscle? Wie hat Gott so viele Nerven im Inneren dieses Muskels hineingebracht? Because he has to embed and integrate thousands and thousands of nerves in all of these muscle bundles. Denn er müsste in all den Muskeln des menschlichen Körpers
in jedes Bündel die Nerven hineinbringen. It is just an incomprehensible design Und das ist ein unvorstellbares Design. and has to be planned to the tiniest degree. Und das muss bis ins kleinste Detail geplant werden. And then the nervous system integrates also with the organs. Außerdem ist das Nervensystem mit allen Organen verbunden, integriert. And in this case, we have automatic control Und in diesem Fall haben wir auch eine automatische Regelung. because your stomach has muscles. Denn unser Magen hat Muskeln. After this talk, we will have those lovely cakes. Nach dieser Präsentation, nach diesem Vortrag werden wir sehr leckere Kuchen haben. And without thinking, our brain will move the muscles in our stomach. Und ohne dass wir darüber nachdenken müssen, wird unser Gehirn diese Muskeln in Bewegung setzen. And the brain is even able to adapt. Und das Gehirn kann sich auch anpassen. So if we're running, it will make our heart go faster. Und wenn wir laufen, dann fängt der Herzschlag an, schneller zu werden. And on each one of our organs, there are sensors. Und in jedem dieser Organe sind Sensoren. So our brain knows if we are full Und so weiß das Gehirn, wenn wir voll sind. or if we need to visit the bathroom. Oder wenn wir zur Toilette müssen. The nervous system has these incredible features. Und das Nervensystem hat diese wunderbaren Eigenarten. When I worked for the European Space Agency, Als ich mit der Europäischen Raumfahrtbehörde arbeitete, we are very proud to have the best design in the world. da waren wir sehr stolz, die besten Designer in der Welt zu haben. Until I look at the human body. Bis dass ich mir den menschlichen Körper genauer angeschaut habe. And it is very humbling Und das ist sehr demütigend. because in the human body it is infinitely above the best man engineers can do. Denn im menschlichen Körper ist das Ganze wesentlich besser und überragender konstruiert, als jemals ein menschliches Gehirn das machen könnte. Human engineering is trivial compared with what God does. Und menschliches Ingenieurwesen ist sehr einfach, trivial im Vergleich zu dem, was Gott schuf. You may have heard of Richard Dawkins saying the eye is wired backwards. Ihr habt wahrscheinlich von Richard Dawkins gehört, dass das Auge rückwärts sozusagen verdrahtet worden ist. One answer to this is Richard Dawkins doesn't know what he's talking about. Und eine der Antworten darauf hin ist, dass Richard Dawkins keine Ahnung hat, worüber er redet. He's never done any wiring or any engineering. Er hat noch nie irgendeine Verkabelung nach Ingenieursmaßstäben gemacht. And it's been proven the eye is not wired backwards Und es hat sich auch bestätigt, dass das gar nicht stimmt. because Richard Dawkins is unaware of the special Muller cells. Denn Richard Dawkins kennt diese Zellen im Auge nicht. And these carefully bring light into the back of the retina. Und das wird in die Augenhaut hinten hineingeführt, das Licht. Richard Dawkins claims the laryngeal nerve is badly designed. Und Richard Dawkins behauptet auch, dass der Kehlkopfnerv sehr schlecht designt worden ist. He says there's no reason for this loop. Und er sagt, da gibt es überhaupt gar keinen Grund für diese Schlinge. But again, he doesn't know what he's talking about. Aber wiederum, er hat keine Ahnung, worüber er redet. I have 2 loops on my spacecraft. An dem Satelliten, für den ich die Arbeit gemacht hatte, hatte ich auch 2 solche Schlingen. And this loop is exactly what I would expect. Und diese Schlinge am Nerven ist genau das, was ich auch erwarten würde. You see, I have intermediate connections here, Und ihr seht auch diese Zwischenverbindungen just like our laryngeal nerve. an dem Kabel. Und das ist genau das gleiche wie an dem Kehlkopfnerven. And I also put these loops in to allow assembly. Und ich hatte auch diese Schlingen eingeplant und eingebaut, damit man das Ganze zusammenbauen kann. And we need this loop so that when the baby grows, the organs can move apart.
Und wir brauchen auch diese Schlingen, so dass wenn ein Baby wächst und die Organe sich entwickeln und größer werden und voneinander wegbewegen, Often the evolutionist shows a very poor understanding of the engineering of the system. und sehr oft zeigen die Evolutionisten ein sehr schlechtes Verständnis eigentlich für das Ingenieurdesign. So we have 150,000 kilometers of brilliant wiring. Und so haben wir 150 Kilometer von hervorragender Verdrahtung im Körper. I've concentrated on the macro design, Ich hatte jetzt zunächst mal das Makrodesign vorgestellt, das heißt das äußere Bild. but on a molecular scale there is amazing design. Aber wenn man ins Innere geht, dann ist man da noch mehr erstaunt. There is electrochemical transmission of signals. Da werden die Signale über elektromagnetische und chemische Prozesse übertragen. And even on just one connection, one synapse, Und sogar bei einer Synapse, bei einer Verbindung, there are up to 1,000 proteins in that molecular design. da sind an die 1000 Proteine, die da am Werke sind. So there's amazing design on a micro scale and a macro scale. Und so ist es ein erstaunliches Design, sowohl im großen makroskopisch betrachtet als auch mikroskopisch im Inneren. And then how does the nervous system grow in the womb? Und wie wächst dann das Nervensystem in einem Baby im Mutterleib? It's impossible to comprehend. Und das ist unmöglich sich vorzustellen. This is why it says in the Bible, God does great things we cannot comprehend. Und so wie es auch in der Bibel sagt, Gott schafft große Dinge, die wir nicht fassen können. When you hold a baby, Wenn du ein Baby auf dem Arm hältst, you're probably thinking, this is very cute. dann denkst du vielleicht, das ist so ein liebes Baby. However, I'm thinking, how many neurons are being produced every second? Ich denke allerdings daran, wie viele Neuronen werden jede Sekunde in ihm produziert. Because 50,000 neurons are formed every second during the growth of the baby. Dann während dieser Entwicklung im Leib der Mutter werden 50.000 Neuronen jede Sekunde im Gehirn des Babys produziert. And at birth, there are 50 trillion connections in the brain of a baby. Und wenn das Baby geboren wird, dann hat es 50 Trillionen Verbindungen im Gehirn. Now I will tell you how amazing the human brain is. Und jetzt möchte ich euch erklären, wie überragend das menschliche Gehirn ist. Erstaunlich. There are trillions of connections in the brain, Da sind Trillionen von Verbindungen im Gehirn. about 1 billion in 1 millimeter cubed. Eine Billion, mit 1 Milliarde in einem Kubikmillimeter. If I asked my technician to make 1 billion connections in a millimeter cubed, he would just laugh at me. Wenn ich meinen Techniker bitte, dass er mir 1 Milliarde Verbindungen in einem Kubikmillimeter herstellt, dann wird er nur lachen. And our brain has a storage capacity of 1 million gigabytes. Und unser Gehirn hat die Fähigkeit, etwas zu speichern in der Größenordnung von Millionen von Gigabytes. That's a lot of memory sticks. Und das ist eine ganze Menge von den USB-Sticks. And we have 100,000 miles of blood vessels in our brain. Und wir haben 100.000 Meilen von Blutgefäßen in unserem Gehirn, To keep it cool and to provide oxygen and food. damit das Gehirn gekühlt wird, mit Sauerstoff versorgt wird, mit Nahrung. Last year, IBM broke the world record for a supercomputer. Who broke it? IBM. IBM. Im letzten Jahr hat IBM den Rekord aufgestellt für die sehr schnellen Computer, Supercomputer. And it is not as powerful as one human brain. Und all das ist nicht so leistungsfähig wie ein menschliches Gehirn. The human brain is 5 times faster than the supercomputer,
Denn ein menschliches Gehirn ist 5-mal schneller als der schnellste Supercomputer. It requires a volume 1/1000th of a supercomputer, Es braucht nur 1/1000stel des Volumens von einem Supercomputer. and the supercomputer needs nearly 1,000,000 times more electrical power to run. Und ein Supercomputer braucht etwa 1 Million Mal so viel Energie wie das menschliche Gehirn. So we see God's design is far superior. Und wir sehen, dass Gottes Design weit dem menschlichen überlegen ist. And then when we think of all the subsystems of the body, Und wenn wir an all die Subsysteme im menschlichen Körper denken, and they're all integrated together, die alle sehr gut miteinander verbunden, integriert sind, it's clear that we are fearfully and wonderfully made. dann wird klar, dass wir wunderbar geschaffen sind. So God is in the detail. Und so, Gott ist im Detail. I don't know if in German if you have the expression, the devil's in the detail. Ich denke, im Deutschen ist auch dieser Begriff, der Teufel ist im Detail. A much better expression is the Lord is in the detail. Aber es ist eine viel bessere Aussage, dass der Herr im Detail ist. He knows every detail of our bodies. Er kennt jedes Detail unseres Körpers. It shows there's a creator, Es zeigt, da gibt es einen Schöpfer. and it shows he cares for every aspect of our lives. Und es zeigt auch, dass er sich um jeden Bereich unseres Lebens kümmert. He knows every worry, every pain, every concern. Und er kennt alle unsere Sorgen, allen Schmerz, unsere Bedenken. So I have my own expression for the human body. Ja. I have my own expression for the human body. Und so habe ich meinen eigenen Begriff für den menschlichen Körper. We are fearfully and wonderfully wired. Wir sind wunderbar verdrahtet. This is the correct interpretation. Das ist die richtige Interpretation dazu. But now I want to have a second part of the presentation. Nun wollte ich zum zweiten Teil meines Vortrags kommen. I want to talk about the pressures on academics to keep silent. Und ich möchte darüber sprechen, welcher Druck auf die in den akademischen Kreisen ausgeübt wird, um zum Schweigen zu bringen. If you are an academic, you are told to keep quiet about Christianity and creation. Und wenn du in akademischen Bereichen beschäftigt bist, dann hat man dir gesagt, du solltest schweigen über Schöpfung, über den Glauben. I know many Christians in academia. Und ich kenne sehr viele Christen, die sich mit akademischer Arbeit beschäftigen. 99% of them keep quiet. Und 99% von ihnen schweigen. They keep their head down. Und die halten ihren Kopf runter. And the reason is because of the pressures and intimidation. Und der Grund ist wegen dem Druck und den Einschüchterungen. So this is an example of the denials of secular science. Ja, und das ist ein Beispiel der Verneinung der säkularen Wissenschaft. So Richard Dawkins says biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. Und Richard Dawkins sagte, Biologie ist ein Studium der komplizierten Dinge, die vorgeben, die erscheinen, als wären sie für einen Zweck designt worden. So he tells his students, remember, it's not actually designed. It just looks designed. Das heißt, er lehrt seine Studenten, es ist nicht designt, es sieht nur so aus, als wäre es für einen Zweck gemacht worden. And I know the same is taught in German universities. Und ich weiß, das Gleiche wird auch an deutschen Universitäten gelehrt. Every week your students are told the world looks designed, but you have to remember it's not designed. Jede Woche wird ihnen gesagt, die Welt sieht so aus, als würden sie erschaffen, aber denkt daran, ist es nicht. Because every academic knows the world does look as though it's designed. Denn jeder Akademiker weiß, dass die Welt aussieht, als wäre sie geschaffen. So we have this false teaching. Und so haben wir diese Falschlehre. Richard Dawkins says evolution is a fact. Und Richard Dawkins sagt, dass Evolution eine Tatsache ist. And in federal schools in Germany, the pupils are told evolution is a fact.
Und auch in den deutschen Staatsschulen wird gelehrt, Evolution ist eine Tatsache. And this is false teaching. Und das ist eine Irrlehre. For example, Richard Dawkins says we have no evidence about the origin of life. Und Richard Dawkins sagt, wir haben keinen Hinweis darauf, wo das Leben herkommt. This is one reason evolution is not a fact. Und das ist eines der Gründe, warum Evolution eigentlich keine Tatsache ist. And academics know that evolution is not a fact. Und die Akademiker wissen, dass Evolution keine Tatsache ist. And Richard Dawkins also says no scientist disputes evolution. Und Richard Dawkins sagt auch, kein anerkannter Wissenschaftler würde darüber diskutieren. What he means is if you do dispute it, you're not a reputable scientist. Was er damit meint, ist, dass wenn du darüber sprichst, dann bist du kein anerkannter Wissenschaftler. I'm amazed how many academics I've met who do not believe in evolution. Und ich bin erstaunt, wie viele Wissenschaftler ich schon getroffen habe, die nicht glauben, dass Evolution eine Tatsache ist. I even meet professors of biology who say they don't think evolution works. Und ich habe sogar auch Professoren der Biologie getroffen, die glauben, dass Evolution nicht funktioniert. But they won't say that to the media. Aber sie werden es nicht öffentlich in den Medien sagen. This is a list of scientists in the United States and around the world who dissent from Darwin. Und das ist eine Liste von Wissenschaftlern in den USA und auch eigentlich quer über die ganze Welt, die sich vom Darwinismus abgewandt haben. And there are over 1,000 scientists in the list. Und da sind über 1000 Wissenschaftler aufgelistet. So it's not true when someone says no one disputes evolution. Und so ist es auch nicht wahr, dass niemand über die Evolution und Schöpfung spricht. But now I will explain the demand for silence. Aber erst würde ich mal erklären, warum da eine Forderung zu schweigen aufkommt. If you are an academic, you are told you are not to talk about intelligent design. Und wenn du mit wissenschaftlichen Arbeiten betraut bist, dann wird man dir sagen, du sollst nicht über Schöpfung reden. You are allowed to criticize intelligent design, but not to defend it. Du kannst den Intelligent Design kritisieren, aber du darfst es nie vertreten. So in 2000, I wanted to publish my book, Hallmarks of Design. Und 2000 wollte ich mein Buch Markenzeichen des Designs And veröffentlichen. I was told not to publish the book. Und hatte mir gesagt, ich darf das nicht, ich sollte es nicht veröffentlichen. They said, wait until I am retired. Wir haben gesagt, warte, bis du in Pension gehst. But I was 37. Aber ich war 37. I would have to wait 28 years. Ich hätte 28 Jahre warten müssen. Actually, no, 48 years. Actually. Eigentlich 48 Jahre. So I published my book. Und so habe ich dennoch mein Buch Then they said, herausgegeben. do not put your qualifications on your book. Das zweite war, gebe nicht deine Qualifikation auf dem Buch an. They said, you must separate your science from your faith. Das heißt, sie sagten, du musst deine Wissenschaft vom Glauben trennen. But I said, I'm a professor of engineering design and I'm talking about design. I have to have my qualifications on my book. Und ich sagte, ich bin Professor für Design und ich schreibe in dem Buch über Design. Das heißt, ich muss meine Qualifikation da angeben. So I went ahead, I kept my qualifications on the book. Und so bin ich weitergegangen und habe das auch auf dem Buch behalten. So now I will talk about the really interesting bit, the intimidation. Und jetzt wollte ich über den anderen Punkt, über die Einschüchterung sprechen. So one of the things is like blacklisting or name calling. Und das eine ist, jemanden auf eine schwarze Liste zu setzen. I was once reading the Times, the national newspaper in the United Kingdom. Ich hatte mal ein Times, und das ist die nationale Zeitung bei uns in Großbritannien, auf der Vorderseite gelesen. And it said, intelligent design creeps onto courses. Und das heißt, intelligentes Design schleicht sich in die Schulstunden rein. So my friend was reading this newspaper. Und mein Freund hat das auch gelesen.
And I said to him, someone must be in trouble. Und sagte, da muss jemand Schwierigkeiten bekommen. And he said, yes, someone is in trouble. Und er sagt, ja, da ist einer in Schwierigkeiten. So I said, who is that? Und dann hatte ich gesagt, wer ist denn das? He said, it's you. Your Also- name is inside the newspaper. Er sagt, das bist du. Dein Name wird innen in der Zeitung aufgeführt. So I was really surprised. I was accused of putting creeping intelligent design onto university courses. Und so war ich überrascht, dass ich beschuldigt wurde, dafür verantwortlich zu sein, dass Intelligent Design eben in den Schulunterricht reinkommt. Also my friend, Andy McIntosh. Ebenso auch mein Freund, der Andy McIntosh. There was also an article in the Daily Telegraph, another national newspaper, Und das war auch ein weiterer Artikel in dem Daily Telegraph, und das ist auch eine nationale Zeitung. This one had at least one good aspect, Und in dieser Artikel hatte wenigstens einen positiven Punkt. because Richard Dawkins was called a pin-up boy for the atheist, Denn Richard Dawkins wurde da als der Schaubube für die Evolutionisten dargestellt. and I was called a pin-up boy for the creationist. Und ich wurde als der Kreationisten-Schaubube dargestellt. I'd never been a pin-up boy before. Aber ich war das noch nie davor gewesen. But also I get criticized by Richard Dawkins. Aber ich wurde auch von Richard Dawkins kritisiert. So he said, and now I have some, the next few slides have some German translation. So Also he's, die nächsten Folien haben auch die deutsche Übersetzung daneben. Ich würde es jetzt nicht vorlesen, das könnt ihr dann selber lesen. so he said, it is important to understand the sheer magnitude of the error that creationists like Burgess and McIntosh are attributing to their scientific colleagues. So if he hears of a creationist, he will then criticize those. And okay, so now you can read again. This person, Professor MB, he's a world famous paleontologist. Some of the creationists here. Der Professor MB ist ein weltbekannter Paläontologe. He's the world leader on dinosaur paleontology. Und er ist einer der Führenden in der Welt zum Thema der Dinosaurier-Paläontologie. So he wrote to my university to say our concern about Burgess is the issue of his title and university address on non-university documents and presentations. And he would say that even in this talk to you, I should make no mention of Bristol University. I should not even mention it in a Christian context. Und er hat das auch an die Universität geschrieben, und was es heißt, dass er auch für den heutigen Vortrag sagen würde, ich darf nicht die Universität von Bristol erwähnen im Zusammenhang mit Schöpfungsvorträgen. And this is another example. The concern is using his work address for publications that are not linked to what he is employed to do. So they're saying that my job is not to think about design in nature. Und das ist ein weiteres Beispiel, was eigentlich besagt, ich sollte nicht über Design in der Natur drüber nachdenken. Imagine Isaac Newton was told he's not allowed to think about God when he does his science. Und stellt euch vor, Isaac Newton ihm würde auch gesagt, er darf nicht über die Natur nachdenken, wenn er seine wissenschaftlichen Arbeiten macht. This is one more example. Und das ist ein weiteres Beispiel. Does the university approve of its name being attached to the creation books by Burgess? If it does not endorse this material, what action does it intend to take to ensure its name is not used in this way? So in this case, they wanted action to be taken against me because I was putting my university address on my books. Und in diesem Fall wollten sie, dass die Universität etwas gegen mich unternimmt, weil ich die Adresse der Universität auf meine Bücher gesetzt habe. So after this one, I thought perhaps some action will be taken against me.
Und nach diesem Fall dachte ich, das wird etwas unternommen werden von Seiten der Universität gegen mich. Here is a complaint. I am currently writing an article with regards to a complaint. Accusations, you often stress your religious views within the normal lecture program. In one lecture, I mentioned a tiny thing about creation. In einer der Lektionen der Vorlesungen hatte ich einen sehr kleinen Teil der Schöpfungslehre erwähnt. Then I was immediately reported and the accusation was exaggerated. Und unmittelbar hat man mich angezeigt und die Anschuldigung, die ist noch aufgebläht worden. I'm often attacked by humanist organizations. Sehr oft werde ich auch von humanistischen Organisationen angegriffen. So this is one letter I had, Dear Stuart. Und das ist ein Brief, den ich bekommen hatte. I've heard that you welcome discussion with your students about design in nature. Ich hatte gehört, dass du begrüßt Diskussionen mit deinen Studenten über das Design in der Natur. We would regard such a situation as being very serious Und wir würden diese Situation als sehr ernst betrachten. and would seek to ensure you are called to account. Und wir würden bestrebt sein, sie zur Verantwortung zu ziehen. We wish to be fair before proceeding to the next stage. Aber wir möchten fair bleiben, bevor wir die nächsten Schritte unternehmen. They never told me what the next stage was, assassination, abduction. Sie haben nie mir gesagt, was dann nun die nächsten Schritte sind, ob es jetzt Rufmord ist oder Verleumdung. This is another atheist organization. Und das ist eine andere atheistische Organisation. They said they would write to the heads of department in my university. Und sie hatten gesagt, sie würden an die Leitungen der Fakultäten schreiben, an meiner Universität. They said I'm the most dangerous person in the United Kingdom. Und sie sagten, ich bin die gefährlichste Person im ganzen Königreich. So you are very brave to have me in Germany. Und so seid ihr sehr tapfer, mich hier zu haben. But I didn't know they were going to write to the heads of department. Aber ich wusste nicht, dass sie eben an die Leitung der verschiedenen Institute schreiben würden. This is the most famous professor at Bristol University. Und das ist einer der berühmtesten Professoren an der Universität in Bristol. And I had an email from Sir Michael Berry. Und ich hatte von ihm eine E-Mail bekommen. Stuart, is it true you think I work for the devil? Und er schrieb, Stuart, ist es wahr, dass du denkst, dass ich für den Teufel arbeite? And I thought, why is he asking me this question? Und ich dachte, warum fragt er mich diese Frage? I was really worried. Und ich war wirklich besorgt. And so I went to see him. Und so bin ich zu ihm hingegangen. And then he explained he had this email from this organization. Und dann hat er mir erklärt, dass er die E-Mail von dieser Organisation erhalten hatte. But he didn't realize that they were atheists. Aber er wusste nicht, dass das Atheisten sind. They pretended to be a science organization. Sie haben vorgegeben, eine wissenschaftliche Organisation zu sein. And then I realized they were writing to all the heads of department at my university. Und dann habe ich es verstanden, dass sie an alle Leiter, die Dekane der Fakultäten geschrieben haben. But now I want to finish with some encouragements. Aber jetzt möchte ich auch mit einigen Ermutigungen zum Schluss kommen. Because my testimony is God is in control. Denn mein Zeugnis ist, dass Gott regiert. And he's done some amazing things. Und er hat einige wunderbare Dinge gemacht. In 2007, I gave my inaugural lecture Und 2007 hatte ich meine Antrittsvorlesung gehalten, when I was made a full professor. als man mich zur vollen Professur berufen hatte. And Sir Michael came to my lecture. Und so Michael Berry ist zu meiner Vorlesung gekommen. He never came to an engineering lecture before. Und er war nie zu einer Ingenieursvorlesung vorher gekommen. So this backfired on the organization. Und das hat zurückgefeuert sozusagen auf die atheistische Organisation. In 2007, I was invited to speak to politicians in Parliament. Und 2007 wurde ich eingeladen, im Parlament zu den Politikern zu sprechen. I told them about the intimidation, Und ich hatte ihnen über die Einschüchterung gesprochen. and they were really shocked.
Und sie waren schockiert. They thought science was open. Sie dachten, dass Wissenschaft unabhängig und offen ist. But I explained this is not the case. Aber ich hatte ihnen erklärt, das ist nicht der Fall. And another national newspaper published a pro-design article. Und eine andere nationale Zeitung, der Independent, hat eine Pro-Schöpfung-Artikel veröffentlicht. But there came a point in time, Aber etwas später my university had to decide if I could keep my qualifications on my book. kamen Anfragen und die Universität hätte entscheiden müssen, ob ich meine Qualifizierung auf meinen Büchern beibehalten kann. Because I showed you all those letters demanding that I take my qualifications off my books. Denn all diese Aufforderungen, meine Qualifikationen runterzunehmen, habt ihr ja gesehen. So I knew the Vice Chancellor's office was about to make a decision. Und so wusste ich auch, dass der Kanzler der Universität eine Entscheidung treffen muss. And the atheists were really hoping the Vice Chancellor would tell me, Stuart, you have to stop. Und die Atheisten waren überzeugt, dass der Kanzler sagen würde, Stuart, du musst aufhören. So I was very nervous. Und so war ich sehr aufgeregt. And the Vice Chancellor's office, he sent a copy to everyone. Und das Büro von dem Vizekanzler hatte die Briefe an alle verteilt, an die Leitungen, die Krane. So I'll show you a copy of the response I had. Und ich zeige euch jetzt die Antworten, die ich bekommen hatte. I need to explain, he always writes in capital letters. Und ich muss erklären, er schreibt immer nur in Großbuchstaben. So I'm not making up the capital letters. So, das ist jetzt nicht von mir. So this was the question. Is the University of Bristol aware that Professor Burgess is giving this kind of advertising his creationist writing? And the Vice Chancellor's office responded to each section. Das war jetzt die Frage und das Büro vom Vizekanzler hatte zu jeder Frage eine Antwort gegeben. So his answer was this. Und das ist jetzt seine Antwort. We do not regard this as advertising. It is a statement of fact. Professor Burgess does indeed work at Bristol University. So. I was very happy when I saw this. This is only the beginning. Ich war sehr erleichtert und glücklich, als ich das gelesen hatte. Es war aber nur der Anfang. Does the university approve of its name being attached to this publication? It would be difficult to object to a statement of fact. As I said earlier, Professor Burgess does work here. If it does endorse this material on what scientifically accepted principles, not applicable, see earlier response. If it does not endorse this material, what action does it intend to take to ensure its name is not used in this way? Not applicable, see earlier response. So, this was the one of the best things that happened to me. Eins der besten Antworten, die mir passieren konnten. But another big source of support I've had is from students. Eine weitere große Unterstützung kam von den Studenten. Even non-Christian students. Sogar nichtgläubige Studenten, Nichtchristen. These are some of the messages I had from students after giving some creation lectures at my university. Und das waren einige Antworten von Studenten, nachdem ich einige Vorlesungen zur Schöpfung gebracht hatte. This was a lecture in 2005. Das war eine Vorlesung 2005. I was due to speak to the Christian Union to 10 Christians. Und ich sollte zu den christlichen Gewerkschaften sprechen, zu Christen. But one of the Christians got into the university email system and invited the whole university. Aber einer der Christen hat irgendwie die E-Mail-Adressen an der Universität angezapft und hat alle eingeladen. And this number of people came to the talk. Und alle sind dann auch dahin gekommen zu der Vorlesung. Including all the professors from the biology department.
einschließlich aller Biologieprofessoren. And there was a riot in the university. Und da war ein Aufstand an der Universität. I was banned from doing any more creation talks in the university. Ich wurde verbannt, irgendwelche Schöpfungsvorlesungen mehr zu halten an der Universität. But the students thought it was fantastic. Aber die Studenten fanden das wunderbar. They wanted more. Und sie wollten mehr und mehr. But each time I've had some difficulty, God has blessed me with a grant or some kind of success. Bei jedes Mal, wenn ich irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten hatte, dann hatte Gott mir gewisse Erfolge geschenkt. The university really liked the work I did with the Rio Olympics. Und die Universität mochte das sehr und hat das sehr positiv aufgegriffen, was wir für das Fahrradteam der Vereinigten Königreichs gemacht hatten. And they used my chain on all of these world championships. Und sie hatten die Kette, die ich entwickelt hatte, auf allen Fahrrädern bei all den Weltmeisterschaften verwendet. After the Rio Olympics, even the Germans were complaining. Nach den Olympischen Spielen haben sogar die Deutschen sich beschwert. The world media asked to speak to me to say what happened to Team GB's bike. Und die Weltpresse kam auf mich zu und wollte wissen, was passierte mit den Fahrrädern von dem großbritannischen Team. I was invited to exhibit at the Royal Society in London. Und ich wurde zu der Wissenschaftsausstellung in London eingeladen. I had 14,000 visitors in 7 days. Da waren im Laufe der 7 Tage 14.000 Besucher. And Team GB said, do not tell anyone the secret. Und das Team von Großbritannien sagte mir, sage aber auch niemandem irgendwas von den Geheimnissen. They said, think of a really obscure answer. Denke über irgendeine Ausweichantwort nach. I said, I know exactly what to say. Und ich sagte, ich weiß genau, was ich zu sagen habe. So I told people the answer is a biblical worldview. Und ich sagte, die Antwort ist schlicht und einfach eine biblische Weltanschauung. That helps science. Und das hilft der Wissenschaft. So this is a government minister. She thanked me for the work. Das ist der Staatsminister. And he is the economic minister. He also thanked me for the work. Und das ist der Wissenschaftsminister. Die haben alle gedankt für die Arbeit. But he also demanded I tell him how to improve his bicycle. Aber er wollte auch genau wissen, wie er sein Fahrrad verbessern kann. Prince Charles, he made a quotation from my book. Prinz Charles hatte ein Zitat aus meinem Buch genommen. He quoted in one of his lectures. Er hatte in einer seiner Vorlesungen das Zitat verwendet. I told my friend he was very brave to do this. Und ich hatte das meinen Freunden gesagt. Er war sehr tapfer, das. But my friend said he's not brave, he cannot be sacked or demoted. Er sagte dem Freund, ja, das war aber ein braver Schritt, ein mutiger Schritt. Aber der sagte, nee, das war nicht mutig. Er kann ja nicht seiner Position verstoßen werden oder ausgeschlossen werden. A few years ago, I was giving a creation talk. Vor einigen Jahren hatte ich auch über Schöpfung gesprochen. And someone told me I must look at the Humanist website. Und jemand sagte mir, ich sollte mal auf die Internetseite der Humanisten gucken. Because he said my boss had defended me. Weil er sagte, der Chef hatte ihn verteidigt. My boss was a very senior scientist. Und sein Chef war ein sehr anerkannter, hochpositionierter Wissenschaftler. And he's not a Christian. Und er ist kein Christ. But he said he would defend me always. Aber er sagte, er würde mich jedes Mal verteidigen. And God has used many non-Christians to defend me in my job. Und Gott hat viele Nichtchristen verwendet, um mich in meiner Position zu schützen, in meiner Arbeit. So he wrote this to the Humanist Society. Und er hatte das an die Gesellschaft der Humanisten geschrieben.
And he said he finds it offensive that Dawkins' God delusion should be called science, whereas Stuart Burgess' opinion should be called dangerous. Und er hatte auch geschrieben, es ist eigentlich anklagend, wenn man die Arbeit von Richard Dawkins als wissenschaftlich betrachtet, während seine Arbeit als etwas Gefährliches oder Lachhaftes. Sometimes the agnostics get annoyed with the atheists. Und nicht selten werden die Agnostiker, sie werden eigentlich, sind müde, die Atheisten zu hören, satt und müde. This is a verse from 2 Corinthians chapter 4, which speaks how the devil has blinded the eyes of the world. Und dies ist ein Vers aus 2. Korinther 4, in dem die Rede davon ist, wie der Feind die Welt, die Menschen in der Welt verblendet. This is the only way to explain what is happening in science. Und das ist der einzige Weg, wie man erklären kann, was in der Wissenschaft passiert. But I want to leave the last words to Richard Dawkins. Aber ich möchte das letzte Wort mit Richard Dawkins belassen. In relationship counseling, sometimes you're told, let the other person have the last word. Und manchmal heißt es auch, lass doch die anderen das letzte Wort haben. So this is what he said about me. Und das ist, was er in Bezug auf mich gesagt hatte. I've translated this. Ja, oh great. Maybe Burgess and McIntosh are right, and all the rest of us scientists are wrong. Not just slightly wrong, but catastrophically, appallingly, devastatingly wrong. If Burgess and McIntosh are right, the scientific establishment has fallen kaput. Thank you.